Servus zusammen. Daher möchte ich heute mit euch mal ein Spielsystem betrachten, das ich glaube ich noch gar nie hier auf dem Kanal hatte, und zwar War Machine von Privateer Press. Der Grund dafür ist ganz einfach. Privateer Press hat jetzt in den letzten Tagen angekündigt, eine neue Edition auf den Markt zu bringen, nach nunmehr doch 6 Jahren, wo wir MK3 hatten. Ich persönlich muss vorweg mal sagen, mir gefällt das hier jetzt sehr gut, dass hier was Neues kommt, unabhängig davon, was hier jetzt passieren wird. Aus dem ganz einfachen Grund, weil es schon sehr viele Figuren gibt in den verschiedenen Fraktionen und es dafür auch für Neueinsteiger recht schwierig ist oder auch für Wiedereinsteiger in das Spiel reinzukommen. Ich selbst habe das Spiel vor einiger Zeit mal gespielt, habe meine Figuren noch immer, bin aber da mit der Zeit eigentlich rausgewachsen, wenn man sich dann nicht mehr damit beschäftigt hat und das ein oder andere Mal schon so versucht und geschaut, wieder reinzukommen, ist mir aber nicht so ganz gelungen, eben aufgrund dieser Probleme. Und daher finde ich das Ganze ganz gut, was hier Privateer Press jetzt angekündigt hat, beziehungsweise dass sie etwas angekündigt hat. Aber wir wollen da jetzt einfach ein bisschen durchschauen. Hier habt ihr die News, die auf der Privateer Press Webseite veröffentlicht wurden. Ich werde das euch auch alles in der Videobeschreibung noch verlinken. Und ich will nun mal so auf ein paar Sachen eingehen, die mir hier so im Großen und Ganzen aufgefallen sind. Grundsätzlich scheint das Spiel ein bisschen kleiner zu werden, so wo früher Einheiten, also Infanterieeinheiten, eine Größe hatten von maximal bis zu 10 oder sogar 12 Figuren möglicherweise. Da kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, aber 10er Figuren gab es auf alle Fälle. Wird jetzt ein bisschen kleiner, also die großen Einheiten scheinen an und für sich dann nur mehr 6 Modelle groß zu sein und eben spezialisiertere Elite-Einheiten, vielleicht auch Kavallerie, wird dann eben 3 Modelle groß sein. Schon mal weniger Modelle, die man dann auch zu bemalen hat, finde ich schon mal ganz gut. Somit wird das Spiel dann hoffentlich für neue Leute dann wieder interessant werden. Ich werde es mir dann auch vielleicht nochmal anschauen, weil aktuell habe ich mit dem Spiel eigentlich nicht sehr viel zu tun oder eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ich habe es nur hier und da so ein bisschen verfolgt. Aber okay. Grundsätzliche Änderungen, die es anscheinend geben wird, sind mal die Figuren selbst. Ich mache hier mal die Factions und Armies den Bereich auf, falls da jemand auch selbst noch lesen will. Ihr könnt das Ganze auch sowieso nachlesen. Wie gesagt, ich werde es euch verlinken. Grundsätzlich ist es aber so, dass, so wie es ich verstanden hätte, hier neue Figuren kommen. Das heißt, alles, was jetzt so existiert an Figuren für War Machine, sind alles dann Legacy-Figuren, die werden zwar im Spiel bleiben, werden aber dorthin gehend verändert, dass man eben diese dann auf Turnieren höchstwahrscheinlich nicht mehr einsetzen kann, in einem regulären Spiel ganz normal verwendbar, also im Club, wenn man sich dafür entscheidet, überhaupt kein Problem. Soweit. Das macht es natürlich dann für Neulinge wesentlich einfacher reinzukommen und eben auch diese ganze Fülle an Figuren, die es jetzt gibt, wird damit dann natürlich obsolet. Negativ natürlich für Leute, die da diese Figuren alle haben oder vieles schon haben und natürlich wesentlich übersichtlicher für jeden, der jetzt mit MK4 dann in das Spiel einsteigen wird. Eine weitere Thematik, die es noch gegeben hat oder die sich ändern wird, ist das Thema, wie dann eine Armee aussieht im Grundlegenden. Denn früher hat man zum Beispiel gesagt, man hat eine Armee wie zum Beispiel Sygna, die spielt man als Fraktion und daraus kann man dann seine Armee zusammenstellen, die man dann aufs Spielfeld stellt. Und es gab dann früher und es wurden dann später eben dann auch noch Themenlisten eingeführt, wo man dann sich auf etwas innerhalb dieser Fraktion spezialisieren konnte. Da soll es jetzt eine Änderung geben, wie wir hier auf dem Diagramm oder auf dem Bild sehen können. Es gibt die Faction, also in dem Fall Sygna als Beispiel, die kann man aber anscheinend nicht mehr als ganze Fraktion spielen, sondern es gibt dann Unterfraktionen, also diese Armeen. Das dürfte so höchstwahrscheinlich vergleichbar sein, was man jetzt von den Themenarmeen her kennt. Und davon sucht man sich dann eben eine aus
und diese kann man dann spielen. Das wäre zum Beispiel, wenn man sagt, ich vergleiche es jetzt mal mit Warhammer 40k, man spielt als hier Sögner Faction, die Faction Imperium, und dann als Armies hat man die Auswahl zwischen zum Beispiel Space Marines, Imperiale Armee, Adeptus Sororitas und so weiter. So ungefähr kann man sich das meiner Einschätzung nach vorstellen. Und jede dieser Armeen steht dann für sich alleine und ist auch nicht miteinander kombinierbar. Also man kann jetzt nicht diese hier im Beispiel Storm Legion Army und die Gravediggers gemeinsam spielen, sondern nur eine von beiden. Dann gibt es aber noch Unterstufen, also diese, die wir hier herunten sehen. Das scheinen dann so Spezialeinheiten möglicherweise zu sein oder Abwandler oder eben kleinere Verbände, die dann etwas unabhängiger operieren können und daher auch in vielleicht den verschiedenen Armeen dann auch hintergrundtechnisch involviert sind. Und über diese hat man dann eben die Möglichkeit, solche Sachen mitzunehmen. Wenn man zum Beispiel sagt, ich kenne mich jetzt hintergrundtechnisch nicht so gut mehr aus bei diesem ganzen Thema, aber wenn wir jetzt sagen, diese Stormsmiths sind eigentlich ein Teil der Storm Legion und damit auch Teil dieser Armee, dann hat man hier über diese Option hier herunten die Möglichkeit, dann eben diese Stormsmiths auch hier in der Gravediggers Armee mit einzubauen und so ein bisschen mehr Abwechslung in seine Armee reinzubekommen. Das finde ich alles in allem eigentlich sehr interessant, weil es uns doch dann einiges an Abwechslung anscheinend gibt, aber dann doch das Ganze zusammen komprimiert auf etwas, das vielleicht übersichtlicher ist. Dann ein anderes Thema, das mir hier aufgefallen ist, ist das Thema War Room. Das war oder ist aktuell nach wie vor die App, mit der man seine Armeelisten zusammenstellen kann für War Machine und Hordes. Die wird es anscheinend so nicht mehr geben. Die wird dann mit MK4 jetzt abgelöst und beziehungsweise ein Teil der neuen App werden, die erscheinen wird. Und in dieser App hat man dann eben alles Mögliche, was man benötigt für das Spiel. Also da wird es anscheinend so sein, dass die kompletten Regeln, ähnlich wie wir es kennen, auch von Infinity, hier kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Wie das dann aussehen wird, wird man sehen, aber auf alle Fälle wird es so ähnlich wie die Infinity-App eben eine App geben, wo man Einheitenprofile sämtliche drinnen hat und auch seine ganzen Regeln. Noch dazu wird das Ganze auch anscheinend in mehreren Sprachen supportet, sodass man dann zumindest auch regeltechnisch alles auf Deutsch bekommen könnte in weiterer Folge dann, was natürlich auch wieder interessant ist, um neue Spieler dann für das Spiel zu gewinnen. Finde ich natürlich auch schon mal nicht so schlecht. Dann ist es eben so, dass diese App auch kostenlos sein wird. Man hat auch anscheinend die Möglichkeit hier dann nicht nur die Regeln und die Profile zu haben, sondern womöglich auch wie bei der aktuellen War Room App auch eine Armeeliste zusammenzustellen, aber möglicherweise nur eine einzige oder gar keine dann abspeichern zu können. Sondern nur vielleicht erstellen und ausdrucken. Wird man erst sehen müssen. Ich habe da selbst noch nicht so in den Details gelesen, was da alles angeboten wird oder wie das aussehen wird. Was mir nur aufgefallen ist, neben diesem kostenlosen Angebot der App wird es innerhalb der App noch die Möglichkeit eines Abos geben für hier $5 im Monat. Und dort hat man dann eben dann im Speziellen dann die Möglichkeit eben seine Armeelisten zusammenzustellen, diese eben auch dann gespeichert höchstwahrscheinlich zu lassen in einer Cloud oder ähnlichem und dann auch ähnlich wie dem No Quarter Magazine, das es gegeben hat, ich glaube, das gibt es auch nicht mehr, so ähnlich wie der White Dwarf eben, dann auch dort Artikel dann zur Verfügung gestellt zu bekommen, regelmäßig, gleich wie auch Organized Play, also Turnier-Content, wie möglicherweise eigene Szenarien, Turnierregeln und solche Dinge. Ist grundsätzlich interessant natürlich, wenn man das Ganze regelmäßig spielt oder auch an diesen ganzen Zusatzmaterialien interessiert ist. Vor allem interessant finde ich es dorthin gehend, weil dieses monatliche Abo nicht nötig ist, um sich eine Armeeliste anscheinend zusammenstellen zu können, sondern um rein nur spielen zu können, ist alles kostenlos
Und das heißt aber auch, es werden da in Zukunft anscheinend keine Bücher mehr kommen, sondern sämtliche Sachen werden hier dann auf diese Art und Weise veröffentlicht innerhalb dieser App. Also wird diese höchstwahrscheinlich für das Spiel dann notwendig werden, weil es auch dementsprechend, so würde ich jetzt mal das Ganze verstanden haben, auch keine Kartendecks mehr geben wird, sondern alles in der App, um diese auch möglichst mit der Zeit, wenn notwendig, aktualisieren zu können. Ein weiteres Thema, das dann ebenfalls noch angesprochen worden ist oder hier nachzulesen ist, betrifft die Modelle. Es wird nämlich so sein, dass diese neuen Einheiten, die dann veröffentlicht werden, nicht mehr aus Metall sein werden, sondern anscheinend setzt da Privateer Press voll und ganz auf 3D-Druck, wie wir hier sehen können. Finde ich eine ganz interessante Entscheidung. Mal sehen, wohin das führen wird. Auf alle Fälle, was hier ganz wichtig ist und was ich persönlich interessant finde, mit dieser Thematik des 3D-Drucks gibt uns hier Privateer Press auch wieder weitere Möglichkeiten, da früher ein Warjack zum Beispiel, den man gekauft hat, der hatte seine Waffen dabei und man hatte das Modell zusammengebaut und so gespielt. Anscheinend ist das jetzt so, dass man seine Warjacks innerhalb des Spiels dann auch unterschiedlich ausrüsten kann. Ob das dann zur Folge hat, dass man während des Spiels vielleicht sogar wechseln kann. Dass man, jetzt sagt man, startet mit einer Fernkampfwaffe und im Verlauf des Spiels, wenn es dann im Nahkampf zur Sache geht, wird auf eine Nahkampfwaffe zum Beispiel gewechselt. Ob das möglich ist, weiß ich jetzt nicht. Aber auf alle Fälle wird es so sein, dass man den verschiedenen Einheiten, den verschiedenen Warjacks unterschiedliche Bewaffnungen geben kann. Und das wird auch repräsentiert dann in der Hinsicht, dass die Waffen zum einen bei den Modellen natürlich dabei sind, aber aufgrund dessen, weil es auch jetzt da als 3D-Druck Modelle veröffentlicht wird, sollen diese auch direkt schon mit den dementsprechenden Bohrungen daherkommen, um eben Magnete zu verwenden, und diese Magnete sind anscheinend bei den Figuren dann auch schon dabei, sodass man gleich direkt die Modelle so zusammenbaut mit allen Waffenoptionen und dann je nachdem, wie man den Warjack dementsprechend spielen möchte, kann man diesen dann bewaffnen. Eine sehr interessante Option. Was uns da aber dann sicher noch auf den Kopf fallen könnte, meiner Meinung nach, ist dann die preisliche Situation. Das wird dann auch noch besprochen, denn hier haben wir das Ganze auch nochmal als Beispiel, falls es jemanden dann interessiert, wie das dann ausschaut. Aber das Thema, das ich hier eben sehe, ist dann in Verbindung mit den Kosten, denn es gab schon eine Information darüber, dass diese Box anscheinend oder dass es Starterboxen geben wird und diese Starterboxen sollen dann so um die, dann auch umgerechnet fast 200 Euro kosten für den Inhalt, der eigentlich dann gar nicht mal so viel ist, soweit ich das jetzt gesehen habe. Also jetzt nicht sonderlich im ersten Moment günstig, würde ich behaupten. Aber natürlich, wenn man da sagt, man hat hier, glaube ich, 2 Warjacks dabei in diesen Starterboxen und dann auch jeweils alle Waffenoptionen, da muss ich das Ganze ein bisschen dann noch zeigen. Die Frage ist halt, ob man, ob man als Neueinsteiger dann auch dieses Geld ausgeben möchte und sagt, okay, so eine Starterbox ist ein guter Einstiegspunkt für eine vernünftige Armee und eigentlich das, mit dem das Spiel dann auch starten wird, wie wir hier dann mit Anfang Oktober sehen, mit den Starter-Set-Releases. Aber da ist halt dann die Frage, ob da 200 Euro um den Dreh gerechtfertigt sein werden oder doch nicht, weil dort ist definitiv kein Regelbuch dabei, weil es das Ganze nur mehr in der App geben wird, so wie ich das verstehe. Also das sind dann rein nur Figuren, ohne sonstiges Material möglicherweise, vielleicht ein bisschen Cardboard-Gelände, um zumindest ein bisschen was darstellen zu können, aber ansonsten wird da nur figurentechnisch was dabei sein. Ja, wird sich zeigen müssen, wie gesagt. Jetzt, wo wir es hier schon offen haben,
die Roadmap, die uns auch schon zur Verfügung gestellt wurde oder gezeigt wurde hier im Zuge dieses Artikels. Und da können wir schon einiges sehen. Also wie ich schon sagte, hier gibt es Anfang Oktober anscheinend die Starter-Set-Releases. Diese sollen in Form von Battlegroups Previews Releases dann schon im August zur Verfügung stehen. Anscheinend dann aber eben nur auf der GenCon oder möglicherweise bei Privateer Press direkt. Wird man so bei uns jetzt hier wahrscheinlich nicht bekommen und dementsprechend nicht so wichtig sein. Also mal auf die Starter-Sets warten. Dann wird es hier ebenfalls im Oktober dann die Beta-Version der App geben, um mal ins Spiel reinzuschnuppern und sich das Ganze mal anzuschauen. Und von dort weg wird es dann eben weitergehen mit den nächsten Starter-Sets und anscheinend dann eben auch 4 Startfraktionen, wie wir hier sehen können, die es hier dann mal geben wird und eben dann verschiedene, wie wir im unteren Bereich sehen, Legacy-Content-Inhalte, eben aktuelle MK3-Figuren, die im Spiel bleiben werden, aber nicht mehr turnierrelevant sein werden, da das Ganze auf eine gewisse Art und Weise so auf Null gesetzt wurde und dann von vorne startet, was natürlich figurentechnisch sehr viel übersichtlicher sein wird. Und eine Sache möchte ich jetzt auch noch zeigen, auf die ich vorhin auch gestoßen bin, bevor ich das Video gestartet habe, die Aufnahme. Und zwar, also dieser Artikel ist der erste Artikel, der uns veröffentlicht oder gegeben wurde, mit eben auch einer Primecast-Folge, wo das Ganze ein bisschen auch behandelt wurde schon am Anfang. Aber wenn ich jetzt auf die Startseite nochmal gehe von Privateer Press und mich hier, also das war der Artikel, wo ich gerade war, und wenn wir uns hier jetzt diese Beta Rules ansehen, dann sehen wir schon, am 27. Juli, also gestern, zum Zeitpunkt der Aufnahme, gestern, sind hier jetzt schon die Beta Rules für MK4 veröffentlicht worden, plus dann eben die Karten, die man sich schon hier runterladen kann, um das Ganze schon mal auszuprobieren. Und weiter unten gibt es dann auch noch den Artikel, wo dann schon erste Sachen erklärt werden, was sich so eben von MK3 auf MK4 so alles ändern wird oder geändert hat. Im Endeffekt, und da kommen ein paar Sachen eben dazu, wie zum Beispiel früher war es wichtig, wie die Modelle ausgerichtet waren. Da gab es einen Sichtbereich, das fällt anscheinend komplett weg. Ich persönlich finde es nicht so gut, weil das für mich ein Aspekt war, den ich immer mochte beim Warmachine Spiel, aber oder auch bei Hordes. Aber da ist halt so, in Bezug auf die Vereinfachung der Regeln wird uns da nicht viel erspart bleiben. Also auch hier das Facing fällt weg. Ob das dann so große Auswirkungen haben wird, wird sich zeigen. Weiteres Thema, Freeze Strikes. Wenn ein aktiver Spieler sich zurückgezogen hat aus dem Nahkampf, durfte der Gegner einmal zuschlagen. Das fällt anscheinend auch weg. Generell scheint es so zu sein, dass alle diese Out-of-Sequence-Aktionen, wo zum Beispiel, wenn ich aktiv dran bin, mein Gegner etwas hätte machen können, was noch in MK3 geht, diese Dinge fallen anscheinend alle vollständig weg, sondern es sind nur mehr die Spieler vollständig an der Reihe, ohne direkten Einfluss des Gegenspielers, der dann eben passiv darauf warten muss, bis er an der Reihe ist, mit höchstwahrscheinlich diversen Regeln, die das Ganze ein bisschen aufbrechen. Aber im Großen und Ganzen scheint das hier eben wegzufallen mit diesen Interaktionsmöglichkeiten. Als passiver Spieler finde ich persönlich definitiv nicht gut. Wird sich aber dann erst zeigen müssen, weil ich jetzt auch noch gar nicht weiß. Aber ich gehe mal davon aus, der grundsätzliche Regelaufbau wird gleich bleiben. Das heißt, der Spieler A macht mit seiner Armee zuerst mal alles und dann ist Spieler B dran. Sie werden meiner Einschätzung nach jetzt nicht zu einer abwechselnden Aktivierung hingehen. Dann wäre das natürlich okay. Aber so finde ich es persönlich mit diesem Wegfall dieser Free Strikes und ähnlicher Elemente erstmal nicht so cool. Aber wird man erst abwarten müssen, vor allem weil ich ja dann in dem Fall, wenn die Regeln dann mal heraus sind, beziehungsweise ich mit den Beta-Regeln ein Spiel mache, ja dann sowieso quasi eine Art Neueinsteiger wieder bin, was das betrifft.
in Bezug auf War Machine. Dann eben, das hatte ich schon angesprochen, die Customization-Möglichkeiten für die Warjacks und Warbeasts. Da noch ganz wichtig, genau das habe ich noch gar nicht erwähnt, weil wir hier Warbeasts haben. Das ist natürlich die Warjack-Variante für Hordes. Hordes wird es in dieser Form in MK4 nicht mehr geben, sondern es wird alles in oder unter War Machine zusammengefasst. Finde ich persönlich jetzt nicht tragisch, weil es ist eigentlich 1:1 das gleiche Spiel mit ein paar eben Regelmechaniken, die sich da unterscheiden, aber ansonsten ist es dasselbe Spiel. Da finde ich das vollkommen okay, dass hier als Überbegriff quasi dieses dann War Machine verwendet wird und sich Hordes darin dann integriert, ist vollkommen okay und macht es wahrscheinlich auch leichter für neue Spieler, um reinzukommen, um eben nicht vielleicht durcheinander zu kommen und zu denken, das sind zwei unabhängige Spiele, die eben nichts miteinander zu tun haben. Dann eine Sache bezüglich der Warcaster. Dort ist es ja aktuell so, dass ein Warcaster in MK3 hat seine Regeln, bringt seine Zaubersprüche mit, bringt seinen Feed mit dem er eben im Spiel agieren kann, und wenn jemand sagt, ich spiele diesen und jenen Caster und der Gegenspieler kennt die dementsprechende Figur oder kennt sich im Spiel dementsprechend aus, dann weiß er, mit was er es zu tun hat. Das wird jetzt anscheinend auch ein bisschen aufgebrochen, indem eben hier es die Möglichkeit dann geben wird, dass Warcaster diverse Zaubersprüche ausrüsten können und nicht mehr rein nur auf die 3, 4, 5, die sie haben oder standardmäßig haben jetzt bei MK3 beschränkt sind, sondern eben auch die Wahl zwischen einer größeren Auswahl haben, je nachdem. Da hat man dann ein bisschen natürlich verschiedene Möglichkeiten, seine Armee aufzubauen oder ein bisschen sich anders auszurichten. Wird sich zeigen müssen, ob das Ganze dann auch funktioniert oder wie das Ganze dann funktioniert. Für mich war es halt immer sehr interessant, jetzt wieder persönlich gesprochen, eben auch diese verschiedenen Caster zu haben und dann schon zu wissen, okay, ich spiele jetzt da zum Beispiel Kreos 1 und ich weiß, was der kann, also was der für Zaubersprüche mitbringt und wie ich den dann dementsprechend spiele. Ist auch wieder eine Sache, die hat mir gefallen, ist jetzt nicht mehr anscheinend der Fall, wird sich dann auch zeigen müssen. Dann kommen anscheinend Command Cards dazu, das habe ich mir noch gar nicht so genau angeschaut, wird ähnlich sein wie irgendwelche Command Points bei 40k möglicherweise. Wird man ein paar zur Verfügung haben im Spiel, vielleicht kann man dadurch dann eben seine Waffenoptionen während des Spiels bei den Warjacks ändern oder ähnliches machen. Dann eben diese Themenlisten, wie gesagt, werden wegfallen. Das ist jetzt nur eine Annahme von mir gewesen vorhin, aber ich gehe mal davon aus, diese Armeen, die man dann spielen wird, sind dann mehr oder weniger diese aktuellen Themenlisten, die es jetzt noch gibt. So irgendwie wird sich das ein bisschen dann aufteilen. Hier das Thema Integration of Hordes into War Machine hatten wir eh schon. Dann Streamlining, da passiert natürlich einiges, also das könnt ihr dann eh alles in allem auch euch dann durchlesen im Detail, vor allem weil die Regeln sind ja doch dann etwas umfangreicher. Eine Sache, die mir dann hier noch aufgefallen ist in Bezug auf dann die Regelmechaniken direkt, ist der ebenfalls wieder ein Wegfall, und zwar Schablonen. Es gibt anscheinend in weiterer Folge jetzt in MK4 dann keine Schablonen mehr, so wie man sie eben kannte, egal ob jetzt irgendwelche Explosionsschablonen oder eben Flammenwerfer oder ähnliches, sondern hier wird anscheinend dann nur mehr eine Linie gezogen im Fall des Flammenwerfers von der Mitte des Bases der Einheit, die schießt, zu einem Zielmodell, und jede Base oder jedes Volumen mehr oder weniger von einem anderen Modell, das durch diese Linie berührt wird, wird ebenfalls dann von dieser Schablone quasi betroffen oder von diesem Schuss und kann damit Schaden erleiden. Das mal so ein paar Informationen zur neuen bevorstehenden Edition von War Machine. Und ich wollte das Video jetzt eben deswegen machen, weil ich da eigentlich durch Zufall drauf gestoßen bin und das Ganze
recht interessant gefunden habe, was hier dann uns geboten wird oder dass überhaupt eine neue Edition kommt. Ich hatte damit eigentlich nicht gerechnet, weil ich das Spiel jetzt auch nicht mehr so aktiv verfolgt habe. Aber rein jetzt, wenn wir uns hier auch diese Beta-Regeln mal so ein bisschen durchsehen, oder ich habe sie schon ein bisschen durchgesehen gehabt, im ersten Moment, es fühlt sich schon noch sehr stark an, wie War Machine früher gewesen ist, also auch jetzt in MK3 eben ist, mit der Art und Weise, wie Dinge funktionieren. Auch hier trampeln, das gibt es anscheinend alles noch, aber auch das werde ich mir dann nochmal getrennt natürlich jetzt erst ansehen müssen, weil diese Beta-Regeln sind erst gestern veröffentlicht worden und ich bin auch eigentlich erst dann gestern Abend draufgekommen, dass es überhaupt diese neue Edition geben wird, beziehungsweise diese angekündigt ist, und freue mich eben schon sehr drauf, deswegen auch jetzt das Video dazu. Wie schaut es bei euch aus? Ist hier irgendjemand dabei, der War Machine Hordes auch gespielt hat oder vielleicht nach wie vor noch aktiv spielt? Weil da ist ja in den letzten Jahren gefühlt immer weniger geworden, vor allem hier bei uns im deutschsprachigen Raum. Und habt ihr das Ganze jetzt schon etwas mehr beobachtet, euch etwas genauer durchgelesen? Und was haltet ihr generell von dieser Idee? Das würde mich gerne interessieren. Könnt ihr uns hier gerne wissen lassen. Ich werde mich jetzt auf alle Fälle noch ein bisschen weiter damit befassen und werde da vielleicht noch das ein oder andere Video dann dazu auch bringen, vor allem wenn es euch natürlich auch interessiert und ihr sagt, ihr hättet dafür gerne mehr, dass wir uns da damit etwas beschäftigen, weil da gibt es ja doch nicht sonderlich viel Material jetzt noch generell zu War Machine natürlich im deutschsprachigen Bereich, aber jetzt auch im Bezug auf neue MK4 habe ich gesehen, noch gar nicht so viele Videos, aber das soll jetzt nicht heißen, dass hier ein neues Spielsystem jetzt da auf den Kanal kommt. Ich habe da definitiv aktuell noch andere Pläne, die jetzt etwas wichtiger sind und mit denen ich mich befassen möchte, wie zum Beispiel letzte Woche angekündigt Infinity, da bin ich schon in Planung von so ein paar Sachen, aber dazu werden wir vermutlich dann im nächsten Video nächste Woche mehr sehen. Also bis dahin wünsche ich euch alles Gute und tschüss.